Von einer vorweihnachtlichen Ruhestimmung gibt es an den Börsen absolut nichts zu spüren. Elon Musks Twitter bläst zum Angriff auf Apple und Rekordumsätze im US-Einzelhandel zu Black Friday und Cyber Monday. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch allen und herzlich willkommen zum Kapitalmarkt-Update. Richten wir doch unseren Blick zuallererst ins Reich der Mitte nach China. Die aufgrund der Null-Covid-Strategie Pekings aufgebrachte Bevölkerung zeigte in mehreren Städten Chinas ihre Abneigung gegen die neuerlich strikten Maßnahmen, die offensichtlich gesellschaftlich nicht mehr akzeptiert werden wollen. Als bemerkenswert sei auch zu erwähnen, dass vielerorts offen der Rücktritt von Staats- und Parteichef Xi gefordert wurde, was in einem Land ohne Meinungsfreiheit bislang kaum vorstellbar war. An den Anlegern an den internationalen Börsenparkett gingen diese Proteste zumindest zwischenzeitlich nicht spurlos vorüber. Die Sorge vor einem härteren Durchgreifen der Partei sowie einen aufgrund der ansteigenden Fallzahlen noch rigoroseren Corona-Kurs schürte die Sorgen vor weiteren erheblichen Störungen der Lieferketten. Aktuell aber drehte sich das Investorensentiment wieder auf die positive Seite, denn die chinesische Regierung eine Art Entspannung und Lockerung der Covid-Bestimmungen zugesagt hat. Die Reaktion am chinesischen Aktienmarkt alias Hang Seng Index war gleich mal mit einem Kursplus von plus 5% im Tagesverlauf nicht zu übersehen. Nicht einmal 2 Wochen nach der Insolvenzmeldung der Handelsplattform FTX gibt es aktuell die nächste Hiobsbotschaft für die Krypto-Community. Das Startup-Unternehmen BlockFi mit Sitz in Jersey City hat Chapter 11 beantragt. Kurz zur Erklärung, mit Chapter 11 bezeichnet man ein Sanierungsverfahren für US-Unternehmen, benannt nach einem Kapitel des Insolvenzrechtsgesetzes der Vereinigten Staaten. BlockFi ist ein sogenannter Kryptolender. Nutzer können dort digitale Währungen als Sicherheiten hinterlegen und sich im Gegenzug andere Kryptowährungen leihen. Wenn man sich den Verlauf des Bitcoin als Proxy für den Kryptomarkt ansieht, merkt man aber im Gegensatz zur Kursbewegung vor 2 Wochen diesmal interessanterweise keine große Veränderung im Kursverlauf. Große Veränderungen gibt es allerdings bei Twitter zu vermelden. Elon Musk, der ja Twitter Ende Oktober für 44 Milliarden US-Dollar gekauft hat, präsentiert sich wieder mal angriffslustig und somit ganz in seinem Element. In einer Serie von Tweets warf er Apple vor, ihre erlangte Marktmacht zu missbrauchen. Musk hält die Abgabe von 15 bis 30%, die für Aboerlöse von Apps wie Twitter fällig werden, für völlig überzogen. Außerdem soll Apple gedroht haben, Twitter künftig nicht mehr auf iPhones zuzulassen. Gleichzeitig hat aber auch Elon Musk es zum Ziel erklärt, künftig rund die Hälfte der Umsätze auf Twitter mit Aboerlösen zu erreichen. 8 US-Dollar im Monat kostet ein neues Angebot. Bei iPhone-Nutzern muss Musk aber einen großen Teil an Apple abgeben. Ja, die Gier ist ein Hund, wie wir hier in Wien so gerne sagen. Apropos Gier, in der USA waren wieder mal die Schnäppchenjäger los und wie. Das freut natürlich den US-Einzelhandel sehr. In den USA zählt der Black Friday zu den umsatzstärksten Tagen des Jahres. Er ist der Startschuss für das Weihnachtsgeschäft, das traditionell am Tag nach Thanksgiving stattfindet. Während der Black Friday vor allem in den US-amerikanischen Malls und Geschäften gelebt wird, stellt der Cyber Monday das Äquivalent für die Online-Welt dar. Mit einem Umsatz von 11,6 Milliarden US-Dollar alleine am Cyber Monday wurde laut Adobe Analytics wohl wieder ein neuer Umsatzrekord aufgestellt. In diesem Sinne bleibt mir zum Abschluss nur mehr Stermann und Grissemann zu zitieren. Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke oder bekommt ihr die auch erst am Heiligen Abend? Mein Name ist Christian Leinweber. Macht mir ein Geschenk, gebt mir einen Daumen hoch und verwöhnt euch in Zukunft mit einem Abo unseres Kanals. Alles Liebe, habt eine gute Woche und viel Erfolg an den Börsen.